In diesem Video geht es um ein großes Format, das du längs oder auch quer hängen kannst. Wie einfach das zu erstellen ist, siehst du im Video. Die Technik, die ich euch heute zeigen möchte, eignet sich am besten für große Bilder. Deshalb habe ich hier ein Format von 80 x 120 cm. Der Hauptbestandteil dieses Bildes ist Sand und der bleibt auch später sichtbar. Und deshalb müssen wir zuerst diese Schicht installieren. Ich habe mir hier vorab eine Mischung aus Acryl, Dispersion und Wasser im Verhältnis 1:1 gemischt und verteile jetzt eine dünne Schicht mit dem Malmesser auf der Leinwand. Das muss nicht sehr regelmäßig sein, aber es sollte überall ein bisschen von dieser Mischung auf der Leinwand sein. Für die Sandschicht nehme ich einen groberen Quarzsand. Den Link findest du im Begleitheft zum Video und den siebe ich jetzt ganz regelmäßig auf diesen Untergrund. Falls du kein passendes Sieb hast, dann kannst du das auch mit den Händen streuen. Vorsichtig, eher zaghaft und dann eventuell wiederholen, als dass du zu viel drauf hast, weil du kannst es auf diesem nassen Untergrund schlecht korrigieren. Am Ende sollte das Ganze so aussehen, dass es relativ gleichmäßig ist, nicht zu dicht, so dass das einzelne Sandkorn quasi sichtbar ist. Wenn ich mit diesem Sandauftrag fertig bin, gehe ich noch einmal mit der Sprühflasche und diesem Gemisch aus Acryl, Dispersion und Wasser über die ganze Fläche, sodass also auch nachträglich lose Sandkörner festkleben. Diese Emulsion ist sehr, sehr klebrig. Du solltest also auf jeden Fall eine Folie unterlegen, dass du dir nicht den Bereich um deine Leinwand herum verschmutzt. Nach einem Tag ist diese Schicht trocken und wir können mit dem Fertigputzauftrag beginnen. Ich habe hier schon meinen Fertigputz angerührt. Das sind 400 Gramm Fertigputz mit 100 Gramm Binder und 100 Gramm Wasser. Ich nehme das Malmesser und jetzt wird nur in diesem unteren Drittel des Bildes wird eine Schicht gelegt. Also 2/3 des Bildes bleiben ohne Fertigputz. Und diesen Randstreifen, den ich jetzt gestalte, der besteht im Grunde so aus 3 Teilen auch. Es gibt einen etwas gemäßigten Teil, den ich jetzt gerade spachtele. Dann entsteht so eine Rundung, ein runder Teil, sieht ein bisschen aus wie ein Regenbogen. Und anschließend kommt dann nochmal ein sehr grober Teil, der deutlich stärker strukturiert ist. Das musst du nicht so machen, aber es ist eine ganz schöne Aufteilung. Diese Schicht ist nach einem Tag trocken und dann geht es in eine handwerkliche Arbeit. Du musst deinen Fertigputz schleifen, das heißt, du nimmst die Spitzen ab und sorgst dafür, dass es an den Rändern sich sehr gut anfühlt. Du kannst das zur Not auch rund schleifen an den Rändern. Das geht sehr schnell und einfach, ist aber ein bisschen eine staubige Sache. Du musst danach deine Arbeitsfläche gut reinigen und auch das Bild abfegen.
Dann wird das gesamte Bild weiß grundiert. Dazu kannst du eine Acrylfarbe nehmen. Ich habe hier einen Acryllack aus dem Baumarkt. Das ist ein Mattlack, der ist wasserverdünnbar und der kann auch mit Wasser ausgewaschen werden. Sieh zu, dass du hier wirklich in alle Vertiefungen kommst. Ein bisschen Wasser kann dann helfen teilweise, dass der Lack etwas flüssiger wird. Du streichst aber auch das gesamte Bild ein, also auch die Fläche, die keinen Fertigputz hat, sondern nur diese Sandfläche, sodass wir eine einheitliche Fläche am Schluss haben. Und so sieht dann die fertig gestrichene Fläche mit dem Fertigputz aus. Es gibt unterschiedliche Bereiche, das ist mal etwas feiner, mal etwas grober. An einigen Stellen schaut auch noch wie hier der Sand raus. Das ist völlig okay und interessant für den Betrachter. Und nach einem weiteren Tag Trocknungszeit kannst du mit der Farbe starten. Es sind 3 Farbtöne, einmal Ockergelb, einmal Braun und ein Schwarz. Ich habe sie hier als Pigmente und rühre sie jetzt gleich an. Falls du keine Pigmente zur Hand hast, dann kannst du natürlich auch Acrylfarbe verdünnen. Nur der Farbauftrag ist mit Pigmentfarbe einfach intensiver. Um ein Pigment zu einer Acrylfarbe anzurühren, gibst du zuerst etwas Wasser auf das Pigment, verrührst beide Teile, Pigment und Wasser, miteinander, so dass es nicht mehr knirscht. Und wenn das dann der Fall ist, kommt der Acrylzusatz hinzu. Das ist eine Acryldispersion. Auch den Link findest du im Begleitheft. Und dann hast du eine fertige Acrylfarbe, die du so auf dem Bild direkt einsetzen kannst. Als letztes rühre ich dann jetzt gleich noch das schwarze Pigment an und dann können wir mit dem Farbauftrag starten. Der wichtigste Punkt bei deinem Farbauftrag ist das Wasser. Das ganze Bild wird eingesprüht, also die Farbe wird nie auf die trockene Leinwand aufgebracht, sondern immer auf eine angefeuchtete Leinwand, so dass der Farbauftrag sofort verläuft. Und dann starte ich zunächst mit der hellsten Farbe, mit dem Ockergelb. Der Pinsel wird nass gemacht. Ich nehme eine ordentliche Portion Wasser noch zu dieser Acrylfarbe, die ich angerührt habe. Und dann setze ich die ersten Stellen locker auf. Es wird nicht komplett eingestrichen. Das Wasser, was unten drunter ist, sorgt dafür, dass die Farbe sich ein bisschen verteilt. Und so geht es jetzt erstmal weiter bis zum Ende des Streifens. Zwischendurch sprühst du immer wieder Wasser auf, damit dein Bild feucht bleibt. Und dann ergänzt du die Fläche mit der braunen Farbe und anschließend zum Schluss auch mit der schwarzen. Und dann gestalten wir die restliche Fläche, die Sandschicht. Auch die muss gut feucht sein. Und es geht auch wieder mit der hellen Farbe, mit dem Gelb zuerst los. Du bleibst jetzt nur im Randbereich und schaust, wie die Verläufe sich gestalten. Dann kommt ein bisschen Dunkelheit dazu. Also in diesem Fall nehme ich direkt das Schwarz, weil das einen schönen Kontrast gibt. Und ganz viel Wasser immer wieder und schauen, wie die Farbe verläuft und wo es noch mehr Farbe braucht.
Und du kannst die Farbe wie ich hier einfach mit einem Küchentuch auftupfen. Das geht auch. Und so sieht das Bild nach einem Tag Trocknungszeit aus. Es hat schöne Farbverläufe gegeben, weil wir mit ganz viel Wasser gearbeitet haben. Es sind dezente Strukturen, trotzdem sind sie abwechslungsreich und die Färbung ist dann in dem linken Teil, in dem Fertigputzteil etwas deutlicher, aber auch die Sandstruktur hat eine wunderbare Gestaltung bekommen. Das viele Wasser in dem Farbauftrag sorgt dafür, dass sich die Farbpigmente an den einzelnen Sandkörnern anlegen. Und dadurch ist das nicht eine einheitliche Fläche, sondern führt zu so einer leicht körnigen Struktur, die in diesem ganzen Bild ganz wunderbar aussieht. Und obwohl es eine große freie Fläche ohne Fertigputz ist, sieht es überhaupt nicht langweilig aus. Und zum Abschluss wird das Werk lackiert. Ich nehme hier einen seidenglänzenden Lack. Es ist einiges, was man für dieses Werk braucht. Es ist eine Größe von 80 x 120. Ich verdünne es ein bisschen mit Wasser, dann kann ich es etwas besser streichen. Und bei diesem Lackieren denkt dann bitte auch an die Ränder. Und dann ist dein Werk nach 2 Stunden Trocknen fertig.